Herzlich willkommen auf der ersten Etappe meiner 100-Schlösser-Route auf dem Südkurs. Mein Name ist Alexander und ich fahre heute hier vom Schloss in Münster Richtung Havigsbeck und dann über Billerbeck und Nottuln nach Senden. Die 100-Schlösser-Route ist in 4 Routen eingeteilt: den Südkurs, den Nordkurs, den Ostkurs und den Westkurs. Und ich fahre wie gesagt heute den Südkurs. Als erstes geht es aus der Stadt raus, und zwar hier am Schloss entlang zur Wilhelmstraße und dann den Horstmarer Landweg entlang. Als erstes geht es über die Promenade, die geht um die ganze Altstadt rum. Das sind die ehemaligen Festungsanlagen von Münster. Hier an der Abzweigung zur Wilhelmstraße finde ich jetzt das erste Schild der 100-Schlösser-Route. Das ist dieses grüne Schlosstor. Und links daneben ist das Schild des R1. Das ist ein Weg, der von Amsterdam, glaube ich, bis nach St. Petersburg führt. Und den bin ich dieses Jahr auch gefahren. Und zwar bis nach Tallinn. Eine sehr schöne Tour. Müsst ihr mal auf meinem Kanal schauen. Ich habe inzwischen den Orléans-Ring erreicht und jetzt geht es hier nach links in den Horstmarer Landweg. Und da oben ist wieder ein Schild. Ich bin jetzt aus der Stadt raus und fahre jetzt Richtung Rüschhaus. Hier ist das Rüschhaus jetzt auch schon angeschlagen. Da fahre ich jetzt hin. Ich bin am Rüschhaus angekommen. Leider ist das Tor zu. Das Rüschhaus ist von Johann Conrad Schlaun als Landsitz erbaut worden. Irgendwann hat es der Vater von Annette von Droste-Hülshoff gekauft und sie hat dann einen Teil ihres Lebens hier mit ihrer Mutter verbracht. Die 100-Schlösser-Route, die geht an insgesamt 100 interessanten Gebäuden und Kulturdenkmälern vorbei. Das müssen nicht unbedingt Schlösser sein. Die liegen auch nicht immer direkt an der Strecke. Und man muss auch alle 4 Kurse abfahren, um die alle zu sehen. Der Südkurs ist 206 Kilometer lang und ich habe geplant, den in 3 Etappen zu fahren. Gar nicht weit vom Rüschhaus entfernt ist Haus Vögeding. Das ist so ein wasserschlossähnliches Herrenhaus. Hier hat eine Freundin von der Annette von Droste-Hülshoff gewohnt. Und wenn sie zum Schloss Hülshoff gelaufen ist, was auch nicht weit weg ist, dann hat sie hier eine Pause eingelegt und dann haben sie oben im Turmzimmer ein Glas Buttermilch getrunken. So erzählt man sich. Ja, wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der wird feststellen, dass ich jetzt viele Routen fahre, die ich früher schon gefahren bin, aber ich bin noch nie die gesamte 100-Schlösser-Route gefahren. Und das, obwohl ich jetzt schon fast 30 Jahre lang in Münster wohne. Ich bin ja gerade erst von meiner Flandern-Route zurückgekommen. Das ist ein 960 Kilometer langer Rundkurs durch Flandern. Es war sehr schön und jetzt habe ich ein paar Neuerungen am Fahrrad angebracht, die ich testen will. Einmal vorne bei den Wasserflaschen an der Gabel habe ich mir so Zurgurte zugelegt, damit die nicht immer rausfallen. Das sind eigentlich so Skigurte, mit denen man Skier zusammenbindet, aber die sind auch gut, um sowas eben am Fahrrad festzumachen. Die werden auch gern von Bikepackern genutzt. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie die sich bewähren. Und dann habe ich mir fürs Hinterrad eine neue Bremse gekauft. Ich habe ja mechanische Scheibenbremsen und die haben irgendwie nicht ausgereicht, um das Fahrrad richtig zum Stehen zu bringen, wenn ich schweres Gepäck habe. Und diese sind auch mechanisch, aber hydraulisch verstärkt. Und bisher sind die sehr gut, aber ich probiere es erstmal nur hinten aus. Ich habe auch Angst, dass wenn ich so eine scharfe Bremse ans Vorderrad mache, dass ich dann bei einer Schreckbremsung über den Lenker gehe. Ich bin inzwischen an der Burg Hülshoff angekommen. Hier ist die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff geboren, hat hier auch ihre Jugend verbracht. Ich habe mal ein sehr schönes Video gedreht über eine Tour hier zur Burg Hülshoff vom Hauptbahnhof aus. Also wenn man nicht die ganze 100-Schlösser-Route machen will, ist das vielleicht eine Alternative. Ich verlinke es mal hier oben in der Ecke. Ich bin wieder mit meinem Kona Rove unterwegs, mit dem ich auch sonst meine Touren mache. Hier im Schlosspark kann man nicht Fahrrad fahren, aber vorm Eingang gibt es einen Parkplatz dafür. Den Park zu besichtigen ist kostenlos. Man kann auch das Schloss besichtigen. Da muss man, glaube ich, aber was bezahlen.
Das ist der eigentliche Eingang, wenn man vom Parkplatz aus kommt. Und da kann man die Fahrräder abstellen. Es ist Anfang September, die Felder sind abgeerntet, nur der Mais steht noch. Hier ist der erste Verkaufsstand des Tages. Hier gibt es Marmelade. Ich denke mal, es werden jetzt auch heute noch Äpfel und Birnen irgendwo angeboten. Die 100-Schlösser-Route geht hauptsächlich über so kleine Teerstraßen, aber auch gerne mal über Feldwege und Waldwege. Das hier ist sozusagen einer meiner Hausstrecken, die habe ich schon sehr oft gefilmt. Es geht nach Haviksbeck. Da habe ich auch mal ein sehr schönes Video gedreht. Das verlinke ich euch jetzt mal auch links oben. Ich bin jetzt extra mal über ein paar Wurzeln gefahren und die Flaschen sind vorne drin geblieben. Und die Bremsen blockieren hier auch wunderbar auf diesem losen Untergrund. Ja, ich verlinke euch die beiden Sachen mal unten in der Videobeschreibung. Es ist inzwischen 11 Uhr. Ich bin in Haviksbeck angekommen. Hier kann man Eis essen, Kaffee trinken oder was essen. Hier gibt es sehr lecker Gebäck. Das nächste Schloss, Haus Haviksbeck, das ist aber in Privatbesitz. Ich glaube, man kann es im Rahmen einer Führung besichtigen, aber dazu kann ich nichts sagen. Die 100-Schlösser-Route führt hier jedenfalls nicht entlang. Man muss die dafür verlassen, um diesen Blick zu haben. Den Schlenker, den man dafür machen muss, der ist nicht allzu groß. Ich bin jetzt schon fast wieder auf der 100-Schlösser-Route zurück und hier links gibt es eine alte Mühle. Der nächste Ort, den ich jetzt anfahre, ist Billerbeck. Da bin ich schon mal hingefahren und habe ein Video drüber gedreht. Das verlinke ich jetzt mal links oben in der Ecke. Da bin ich die Straße da vorne gefahren. Da war jetzt aber gesperrt, anscheinend wird am Radweg gebaut. Ja, die offizielle Route führt auch hier entlang und man sieht, es wird ein bisschen hügeliger. Kommen in die Baumberge. Eigentlich ist die 100-Schlösser-Route so gut wie flach. Nur eben hier geht es ein bisschen rauf und runter, aber nichts Dramatisches. Nach Billerbeck sind es jetzt 9,2 Kilometer. Man sieht dieses grüne Schlosstor. Also ich bin noch auf der 100-Schlösser-Route und in Billerbeck gibt es auch einen Bahnhof. Kann man dann entweder da starten oder von da zurückfahren, wie man will. Ich finde, so im beginnenden Herbst ist das Münsterland eigentlich am schönsten. Nur die Buchenwälder, die sind halt im Mai noch schöner. So, jetzt fahren wir unter der Baumbergebahn durch. Das ist die Strecke, die geht von Münster nach Coesfeld. Gerade vorher ein Zug drüber, aber so schnell habe ich die Kamera nicht anbekommen. Die 100-Schlösser-Route hat ja wie gesagt 4 Kurse und die teilen sich teilweise den Weg. Also das, was ich jetzt bis Billerbeck fahre, das macht, glaube ich, auch der Nordkurs. Und wenn ich den dann auch mal fahre, dann werde ich diese Strecke nicht nochmal fahren, sondern bis dahin mit dem Zug fahren. Diesen Streckenabschnitt kenne ich noch nicht. Sehr schön. Und auch im Münsterland gibt es Geranien. Jetzt geht es durch finsteren Wald. Jetzt geht es mal steil bergab und weil man das im Münsterland nicht gewohnt ist, wird davor gewarnt. Vorne über dem Horizont, da kann man die beiden Türme vom Billerbecker Dom sehen. Ich jedenfalls, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Es ist aber in Wirklichkeit kein Dom, sondern eine etwas zu groß geratene Kirche. Hier werden die Äpfel reif. Ich nähere mich jetzt Billerbeck und es geht hier gerade wunderschön durch den Wald. Da drüben ist der Bahnhof von Billerbeck. Hier bin ich mal gewandert, bin hier mit dem Zug hergefahren. Und dann nach Haviksbeck gegangen und da ist der sogenannte Billerbecker Dom. Und der Wanderung gibt es auch ein Video, aber ich glaube, ich habe jetzt inzwischen schon so viele verlinkt, dass es nicht mehr geht. Müsst ihr mal auf dem Kanal schauen.
ganz am Anfang. Ich bin inzwischen am Dom angekommen in Billerbeck und wenn man um 12 Uhr im Münsterland irgendwo ankommt, dann bimmelt's. Hier kann man sehr gut eine Pause machen, entweder nachmittags Kaffee trinken oder mittags oder abends was essen. Es gibt wunderschöne Blumen. Überhaupt ist es hier sehr puschelig. Ich mache jetzt auch erstmal eine Pause, denn ich habe Hunger. Ich habe mir ein bisschen Chili sin Carne vorgekocht und esse das jetzt mit einem Wrap. Guten Appetit! Inzwischen ist es 12:30. Ich bin mit der Pause fertig, habe lecker gegessen. Jetzt geht's weiter. Und von hier aus kann man mal sehen, wie riesig diese Kirche ist, warum sie Dom genannt wird, auch wenn es hier keinen Bischof gibt. Jetzt hätte ich eigentlich gerne noch ein Eis zum Nachtisch gegessen, aber die haben noch nicht auf. Ja, sehr puschelig hier. Ja, und sofort wird es wieder ländlich. Ich habe heute wirklich großes Glück mit dem Wetter. Jetzt bin ich hier an einem Knotenpunkt angekommen und zwar biegt hier die Nordroute ab nach rechts. Ich bleibe aber noch auf der Südroute und fahre geradeaus. Jedenfalls dieses ganze Stück, was ich bis jetzt gefahren bin, würde man auch noch mal fahren von Münster aus, wenn man die Nordroute fahren würde. Und jetzt biege ich eigentlich erst nach Südwesten ab. Bisher bin ich mehr so nach Westen gefahren. Ja, am Wegesrand ein paar Ziegen und ein Bock, der mich neugierig anschaut. Wartet wahrscheinlich auf Fressen. Ja, wie erwartet kann man jetzt am Wegesrand auch Äpfel kaufen. 1 Kilogramm, 1 Euro. Nochmal ein Blick zurück auf den Dom von Billerbeck. Und es geht jetzt so langsam in die Baumberge. Bin ich also sehr weit nach Westen gefahren und fahre jetzt wieder zurück. Aber es ist ja sehr schön hier. Es sind doch sehr unterschiedliche Untergründe hier auf der Route. Aber es ist auch schön, weil es ein bisschen Abwechslung bringt. Und mit meinem Gravelbike ohne großes Gepäck macht das auch richtig Spaß. Das scheint mir ein Mühlteich zu sein. Der nächste Ort ist jetzt Nottuln, das sind noch 10 Kilometer. Das ist auch die Sandsteinroute, weil es gibt hier Sandsteinbrüche. Hier gibt es auch ganz viele Häuser, die mit Sandstein verkleidet sind und auch Kirchen, wie eben der Dom in Billerbeck. Und ich glaube, der Dom in Münster ist auch mit Sandstein aus der Gegend verkleidet, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls hat er eine Sandsteinfassade. Das war jetzt der erste Anstieg des Tages. Das ist jetzt der Blick zurück. Ja, und ich komme jetzt in die Baumberge. Und das ist nochmal der Blick zurück auf Billerbeck. Jetzt bin ich doch ganz schön hochgefahren. Das heißt ja auch Baumberge. So, hier haben wir jetzt mal ein schönes Beispiel für den Baumberger Sandstein. Eine wunderschöne Fassade. Also ich bin ganz begeistert von der Wegführung hier. Ganz viele Strecken, die ich noch nicht kenne. Das freut mich sehr. Oh, das sind jetzt wieder Gegenden, die ich kenne. Da oben am Waldesrand, da fahre ich immer lang. Da wo das Windrad ist, da ist ungefähr der Longinusturm und da über die Bäume ragt der Sendemast. Das ist einfach nur wunderschön hier. Meine Lieblingsgegend im Münsterland. So, ich komme jetzt nach Nottuln. Das ist ein ganz hübsches kleines Örtchen. Und wie im Münsterland üblich gibt es ja auch eine tüchtige Kirche. So, da sehen wir jetzt auch mal den Turm. Es ist inzwischen 20:02. Und auch hier sind die Häuser mit Sandstein verkleidet. Es gibt wunderschönen Blumenschmuck hier. Extra für mich.
Und durch den Ort fließt ein Gewässer. Hier jetzt nochmal die Kirche von der anderen Seite. Cafés haben leider nicht auf, nur ein Restaurant. Tropfsteinpflasteralarm. Oh, Kaffee konnte ich leider nicht bekommen. Jetzt fahre ich hier durch die Außenviertel. Geht es hier zickzack aus dem Ort raus. Oh, die Kühe fressen noch so viel sie können, bevor sie dann wieder zurück in den Stall müssen im Winter. So, nächstes Ziel und das Ende der heutigen Etappe ist Senden. Es sind jetzt noch 14 Kilometer bis dahin. Und von Senden aus sind es noch mal wieder 15 bis 20 Kilometer bis zu mir nach Hause. Und die muss ich dann beim nächsten Mal auch wieder fahren, um wieder in die Tour einzusteigen. Uiuiui. Was sind das für Gestalten hier? Ja, es geht auf Halloween zu, ne? Vorne ist der Bahnhof Appelhülsen. Von da aus kann man auch nach Münster zurückfahren, wenn man will. Direkt nach Münster hier an der Bahnlinie entlang sind es jetzt noch 21 Kilometer. Und Senden sind es jetzt noch 8. Ich komme jetzt eben nach Appelhülsen und hier ist der Bahnhof. Ich bin hier jetzt an der Stever. Die entspringt in den Baumbergen. Ich war schon mal an der Quelle. Und die fließt jetzt hier durchs Münsterland bis in den Halterner Stausee, wird da aufgestaut und das Wasser wird dann da versickert und dann wieder hochgeholt und das versorgt dann einen Großteil des Ruhrgebiets mit Wasser und auch Münster bekommt ein bisschen davon ab. Ja, die Stever fließt auch durch Senden und ich denke jetzt, dass es nicht mehr allzu weit ist bis dahin. Am Halterner Stausee bin ich auch schon öfter gewesen, bin einmal rumgewandert. Bin ich auf der Römer-Littper-Route mit dem Fahrrad durchgekommen und ja, durch die Hart und die Westrupper Heide bin ich gewandert und ja, da die Westroute oder der Westkurs, so heißt es, von der 100-Schlösser-Route, die führt auch da durch und ich denke mal, dass ich da dann auch mal entlang komme. Ja, der Weg geht hier jetzt weiter an der Stever entlang. Die fließt hier unten vor mir und es geht durch diese wunderschöne münsterländische Parklandschaft. Die Baumberge habe ich jetzt endgültig hinter mir gelassen. Ja, auf diesen gesplitteten Radwegen hier im Münsterland kann man super gut Fahrrad fahren, besonders wenn man ein Gravelbike hat. Jetzt ist auch mal ein bisschen mehr Wasser in der Stever. Wahrscheinlich wegen dem Klärwerk eben. Ja, es geht immer weiter auf Senden zu. Ich müsste jetzt eigentlich schon in Senden sein, oder den Ausläufern. Und die Stever fließt jetzt eigentlich Richtung Schloss. Es geht die ganze Zeit jetzt am Fluss entlang und man bekommt von der Stadt eigentlich nicht viel mit. Jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr weit bis zum Schloss sein. Ich meine, es würde jetzt hier schon links reingehen. Das ist das Schloss Senden. Sieht sehr viel besser aus als das letzte Mal, als ich hier war. Es scheint renoviert worden zu sein. Ja, und das ist jetzt der Abschlusspunkt der ersten Etappe vom Südkurs der 100-Schlösser-Route. Ich fahre jetzt zurück nach Münster und steige dann das nächste Mal hier wieder ein. Da geht es dann von hier aus nach Lüdinghausen und dann nach Osten zum Schloss Nordkirchen. Das ist das westfälische Versailles. Und von da aus dann bis nach Drensteinfurt. Und wenn du wissen willst, was ich da dann alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!